Hi, mein Name ist Viktor Navrat. Ich bin ein bundesweiter Trading-Experte für konsistent profitable Trading-Strategien, mit denen du schon in kürzester Zeit deine Gewinne enorm steigern und deine Verluste stark minimieren kannst. Und das mit nur maximal 1,5 Stunden am Tag. Ich heiße dich herzlich willkommen zum heutigen Video. Wie viel Kapital brauchst du für Daytrading? Das erfährst du sofort nach dem Intro. Wie viel Geld brauchst du fürs Daytrading? Diese Frage kann ich dir sehr leicht beantworten. Und zwar, du kannst schon ab $400 ein Microfutures-Konto öffnen, mit dem du rein theoretisch traden kannst. Aber das war das wahrscheinlich nicht, was du wissen wolltest. Denn viel spannender ist es zu wissen, wie viel Geld kannst du und möchtest du mit dem Daytrading verdienen. In diesem Jahr 2021 richten sich alle meine Videos an Daytrading-Anfänger, die schon ein paar Jahre dabei sind, aber leider immer noch nicht profitabel. Das heißt, sie haben immer noch die Tränen nicht raus und dafür mache ich diese Videos. Daher nehme ich mir kurz als Ziel, als Daytrader, was will man verdienen? Sage ich mal, einfach mal $1.000 monatlich, Wie viel $1.000 monatlich ist ein anfängliches Daytrading-Ziel. Ich denke mal, jeder Anfänger würde sich darüber freuen, $1.000 monatlich mit Daytrading zu verdienen, Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viel Kapital brauchst du für Daytrading, um $1.000 monatlich dir auszahlen zu lassen, Und dazu mache ich mal einfach mal 3 Beispiele mit, und zwar die gängigsten Konto, die ich jetzt auf YouTube gesehen habe, ist einmal die $1.000 Kontogröße. Alleine sagen wir mal, wir gehen mal davon aus, dass du einfach ein richtig guter Trader bist, und du machst, sage ich mal, jährlich 100% Rendite. Dann hast du einen Verdienst von $2.000 nach einem Jahr. $2.000. Kannst du dir dann die $1.000 auszahlen lassen? Monatlich? Nein. Gut, das heißt, wir müssen weitermachen. Im nächsten Jahr machst du nochmal 100% Rendite. Das würde dann ergeben, du hast $4.000 gemacht. Zweiter Jahr. Kannst du jetzt dir $1.000 monatlich auszahlen? Immer noch nicht, Weil $1.000 monatlich entsprechen 12.000 im Jahr. Gut, dann machen wir weiter. Nochmal 100% Rendite macht 8.000. Und wie ich es gerade gesagt habe, reicht es immer noch nicht aus, um dir $1.000 monatlich auszuzahlen. Das heißt, auch im 4. Jahr machst du wieder 100% Rendite. Und dann hast du $16.000 verdient. 4. Jahr. Rein theoretisch ist es jetzt möglich, dir $12.000 auszuzahlen. Aber dann hast du ein Problem, und zwar danach beträgt dein Konto nur noch $4.000. Das heißt, du kannst dir in diesem und im nächsten Jahr kein Geld mehr auszahlen. Es ist noch nicht optimal. Das heißt, du zerstörst Ganzes, was du aufgebaut hast, du fällst im Jahr wieder zurück. Das heißt, es ist aktuell noch nicht optimal. Das heißt, die nächste Möglichkeit wäre, du wartest noch ein Jahr, und machst wiederum 100% Rendite. Dann hast du im nächsten Jahr 32.000. Von diesen 32.000 kannst du dir die 12.000 auszahlen lassen und du hättest immer noch 20.000. Diese $20.000 sind größer als die 16.000 davor, also die Anfangssumme vom letzten Jahr. Und das heißt wiederum, dass du in diesem Moment oder ab dem 5. Jahr den Zinseszins für dich nutzt. Das heißt,
Auch wenn du dir das Geld jetzt auszahlen lässt, verdienst du immer noch immer mehr Geld. Das Geld wird jetzt immer mehr, obwohl du dir den Tausender immer monatlich auszahlst. Mit vorausgesetzt 100% Rendite, ja. Aber wenn du so überlegst, mit $100.000 fängst du an und du musst 5 lange Jahre warten und eine unglaubliche Rendite von 100% erzielen, um dir nach 5 Jahren $1.000 monatlich auszahlen zu können. Ja, wie gesagt, das ist nicht so einfach. So, im nächsten Beispiel habe ich mir auch geguckt und das ist die Summe, die ich für mich persönlich auch selber gewählt habe, die ich jetzt hier im Stream auch zeigen möchte. Die nächste Kontogröße wäre für mich die 5.000 Dollar Kontogröße. Ich wechsle mal kurz die Farbe, Sekunde. 5.000 Kontogröße. Und dann machen wir dasselbe Spiel. Kannst du dir, wenn du 100% Rendite gemacht hast, ja, gehe ich hier immer wieder selbes Muster, wie ich vorgehe, dann habe ich nach einem Jahr 10.000 Dollar. Kann ich mir jetzt das Geld auszahlen? Ja? Nach einem Jahr kann ich es mir immer noch nicht auszahlen. Das heißt, dasselbe Spiel, ich muss noch ein Jahr warten, traden hartnäckig, ja, 100% Rendite machen und dann habe ich 20.000. Ja, im zweiten Jahr. Rein theoretisch wäre es jetzt möglich, ja, dass ich mir die 12.000 auszahle, aber dann habe ich wiederum das Problem, dass ich weniger habe als das davor. Das heißt, ich zerstöre mein Anfangskapital, ja, und früher oder später, wie gesagt, ist mein Konto leer. Das heißt, geht noch nicht. Das heißt, ich warte noch ein Jahr, mache wieder eine überragende Leistung und trade nochmal 100% Rendite und dann habe ich im nächsten Jahr 40.000 Dollar gemacht. Ja. Jetzt ist es plötzlich möglich, dass ich mir die 12.000 Dollar auszahlen lassen kann und mir bleiben immer noch 28.000 Dollar dann übrig. Ja, was wiederum mehr ist als ein letztes Jahr. Ab diesem Jahr, ja, fängt bei mir der Zinseszinseffekt an, für mich zu arbeiten. Ja? Denn das ist eins der wichtigsten Kriterien, warum es geht. Ja? Das heißt, um 1.000 Euro zu verdienen mit einer Kontogröße von 5.000, brauchst du knapp 3 Jahre. Wahrscheinlich irgendwann mal im 3. Jahr kannst du dir einen Tausender monatlich auszahlen. Das heißt, da ist der Übergang zum Hauptberuf, ja, wäre wie gesagt ungefähr nach 3 Jahren möglich. Ja, und jetzt zeige ich dir noch eine andere Klasse. Und jetzt zeige ich dir mal eine andere Kontogröße und das zwar, die ich tatsächlich jedem empfehle. Das ist auch die Kontogröße, die ich persönlich für mich dazu verdiene, um Geld zu verdienen, ja, weil diese 5.000 Kontogröße ist nur hier fürs Livestream und für den YouTube-Prozess, weil genau das ist der Prozess, ne, was ich zeigen möchte, wie man lernt, dass man erstmal konsistenter Trader werden muss, wie man den Zinseszinseffekt für sich nutzt und das ist aber trotzdem, das Konto wächst, ja. Ich sage, dass es keine 5 Jahre braucht, sondern tatsächlich so nach einem Jahr, wo man konsistent wird und im 2. Jahr schon tatsächlich Geld verdient. Und jetzt gehen wir einfach mal so, wenn man ein Startkapital von 20.000 hat, ja, dann machst du 100% Rendite. Dann hast du ja nach einem Jahr schon 40.000. Kannst du dir nach einem Jahr schon die 1.000 Euro monatlich auszahlen? Ja. Ja, du kannst dir 12.000 auszahlen und danach hast du 28.000 immer noch für dich übrig. Ja? Das ist auch quasi direkt nach einem Jahr, wenn du 100% Rendite machst und ein konsistenter Trader bist, bist du in der Lage, direkt den Zinseszinseffekt für dich nutzen zu können. Das ist eins der wichtigsten Faktoren, die es überhaupt im Trading-Bereich gibt. Ja, und wie du es schon gerade aktuell sehen kannst, ja, 1.000
5.000, 20.000, 1.000 und 5.000, das sind die häufigsten, oder beziehungsweise 1.000 und 2.000 sind die häufigsten Kontogrößen, die ich gesehen habe, wo die Anfänger versuchen, sich im Trading-Bereich sich durchzusetzen. Ja, aber das ist etwas, was ich absolut nicht empfehle. Kommen wir nun zum Fazit, ja. Was ist ein kleines Konto? Jedes Konto, was kleiner ist als 5.000 Dollar, ist für mich ein sehr kleines Konto. Das bedeutet auch gleichzeitig, ja, das ist einfach nur, das bezeichne ich halt gerne als Spielgeld. Ja, wie gesagt, hier herrscht, wenn man ein sehr kleines Konto hat von 1.000 bis 5.000 Konto, sehe ich für mich persönlich als Spiel. Ja, da steht keine Absicht, tatsächlich Geld zu verdienen. Es ist quasi, wie ich sagen würde, nur Gezocke. Ja, also man zockt einfach nur an der Börse, aber ohne Absicht tatsächlich einfach mal Geld zu verdienen. Und tatsächlich mit einem kleinen Konto, was, wie ich schon gesagt habe, ja, dauert es mindestens, dauert es tatsächlich 5 Jahre, bis ich mir 1.000 Dollar monatlich auszahlen kann und den Zinseffekt für mich nutzen kann. Ja, dauert, wie gesagt, so lange, 5 Jahre, um 1.000 Euro zu verdienen, warten, investieren, einmal Zeit, ja, täglich traden, dann das Equipment, die Programme, die Ausbildung, ja, um nach 5 Jahren etwa mal tatsächlich 1.000 Euro im Monat zu verdienen. Wie gesagt, das ist sehr unrealistisch, deswegen nenne ich das auch Spielgeld, das Gezocke. Hier steht keine Absicht, Geld zu verdienen, weil die Summe ist einfach zu klein, um irgendwann mal wirklich davon zu profitieren, aber lange genug motiviert zu bleiben, um davon, ja, zu profitieren oder davon einfach das Gefühl zu haben, ich erreiche einfach mein Ziel und das mache ich zum Hauptberuf. Ne? Meiner Meinung nach, das ist einfach unmöglich. Das ist Spielgeld. Und für alle, die jetzt zuschauen und genau in diesem Kontobereich traden, fragt euch selber, wie lange seid ihr dabei, wie viel Geld habt ihr bis jetzt verdient. Ja, und würdet ihr sagen, habe ich jetzt recht mit meiner Annahme oder nicht? Schreibt in die Kommentare. Ja, würde mich natürlich interessieren, falls es einen gibt, der mit einem kleinen Konto angefangen hat und es ernst meint. Kann ich mir nicht vorstellen, ja. Wie gesagt, mittleres Kontogröße ist natürlich das, wo ich jedem Anfänger raten würde, damit anzufangen, weil das ist nicht zu klein, nicht zu groß. Die Gewinne fühlen sich hier tatsächlich schon mal nach einem Gewinn an und die Verluste können sich auch nach Verlusten anfühlen, aber hier kann man schon auf jeden Fall von 200 bis 400, möglicherweise sogar 600 Euro Tagesgewinn machen, ja, ungefähr nach 2 bis 3 Jahren kann man tatsächlich Trading als Hauptberuf machen. Ja, wäre es möglich, ja, mit natürlich Zinseszinseffekt. Ja, wie gesagt, es dauert zwar auch so 2 bis 3 Jahre, aber keine 5 Jahre und wie gesagt, nach dem zweiten Jahr ist das Konto, wenn man konsistent geworden ist, das heißt konsistent, wenn du tatsächlich Woche für Woche, Monat für Monat Geld verdienst, du weißt, wie die Strategie funktioniert, du hast verstanden, wie der Zinseszinseffekt funktioniert und wie du ihn für dich nutzen kannst, ja, dann sind 2 bis 3 Jahre auf jeden Fall eine sehr gute Zeit, wo du damit rechnen kannst, dass du dein finanzielles Ziel, was du dir vorgesetzt hast, ja, wirklich erreichen kannst und den Trading vielleicht vom 2. auf 3. Jahr noch deinen Beruf nebenbei machst, aber spätestens nach dem 3. Jahr, ja, ist es auf jeden Fall möglich, deinen Beruf zu kündigen und nur ausschließlich vom Trading zu leben. Ja, das ist das und natürlich das optimale oder mittleres Konto ist bei mir auf jeden Fall so 5.000 bis 10.000, würde ich sagen. Ja, und die optimale Kontogröße ist 20.000 plus. Ja, weil hier ist es tatsächlich schon ab dem 1. Jahr möglich, ab einer 100% Rendite sich 1.000 Euro oder Dollar monatlich sich auszahlen zu lassen. Ja, und natürlich, ja, ganz wichtig, mit dem Zinseszinseffekt.
wie ich schon davor gezeigt habe, dass ich direkt nach dem ersten Jahr mir die 12.000 monatlich auszahle, also die 12.000, ja, und dann habe ich aber immer noch 28.000 übrig und das ist mehr als ein Jahr zuvor und das ist der Moment, wo der Zinseszinseffekt für mich steigt oder für mich arbeitet. Ja, ich kann mir ein Gehalt auszahlen und trotzdem das Geld wird immer mehr. Das ist das Ziel, was man eigentlich als Daytrader haben müsste, ja. Und jetzt, ich denke mal kurz zu den abschließenden Wörtern möchte ich auch noch was sagen, und zwar, um als Daytrader konsistent erfolgreich zu werden, ja, musst du verstehen, wie der Zinseszinseffekt funktioniert, ja. Wie funktioniert der Zinseszins? Ja, musst du erstmal als verstehen, das ist ganz wichtig, denn dann, das führt dazu, wenn du verstanden hast, wie er funktioniert, ja, musst du, um den Zinseszinseffekt nutzen zu können, musst du ein konsistenter Trader werden. Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Wenn du erfahren hast, wie der Zinseszinseffekt funktioniert, wie ich gerade davor in der letzten Folie gezeigt habe, ja, wie viele Jahre es dauert, wenn du 100% Rendite machst. Ja? Und wenn du verstehen willst, wie du diese Rendite von 100%, die ich gewählt habe, kleiner oder größer machen kannst, wie du sie für dich optimieren kannst, ja, dazu musst du ein konsistenter Trader werden. Um diese Zeit zu verändern, müssen wir erstmal hinkriegen, dass du Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr konsistent tradest. Das heißt, immer dieselbe Leistung ablieferst. Ja? Erst dann kann man tatsächlich planen. Und konsistenter Trader, ja, wirst du tatsächlich nur mit MacDBB Secrets Ausbildung. Ja, dann das ist genau das, was ich zeige. Das, was ich hier lehre oder das, was ich hier in diesem Video zeige, lehre ich meine Ausbildung direkt konsistenter, Schritt für Schritt Plan, wie du anfängst, wie du trainierst und dann, wie du dein Konto auch skalierst, wie du den Zinseszinseffekt, den ich hier heute angesprochen habe, ja, wie du den für dich nutzt und wie du dein Konto skalieren kannst. Nicht vielleicht fängst du bei 50% an, 25, 50, 75, 100, 200, 300, 500%, ja, das ist wie gesagt nach dem Essen, nach dem Startkapital möglich oder nach deiner Kontogröße und natürlich an deinen Fähigkeiten. Und wie du das genau erfahren kannst, wie gesagt, das verrate ich dir gerne in der MacDBB Secrets Ausbildung. Falls du dem zustimmst, schreib mir auch, mit wie viel Konto oder wie groß ist dein Konto, mit dem du angefangen hast zu tradest und was ist für dich ein optimales oder ein erschwingliches Ziel, was du unbedingt erreichen möchtest mit dem Trading. Wie viel ist für dich? Ja, hast du ein größeres Konto als 20.000? Wie groß ist dein Konto? Wie viel Geld willst du damit verdienen? Ja, und vor allem, weißt du es auch, nach wie vielen Jahren du es erreichen kannst? Weißt du, wie du das Ziel erreichen kannst? Wenn nicht, wie gesagt, geh auf MacDBB. MacDBB.de und bewerb dich für ein Strategiegespräch. Ja, und bewerb dich dort für ein Strategiegespräch. Dann, wie gesagt, reden wir beide darüber, wie du A, dein finanzielles Ziel festlegst und B, wie du es erreichen kannst. Ja? Da gebe ich dir auch in die Mittel, zeige dir eine Strategie auf, wie du auf jeden Fall auf dein Ziel am Ende kommst. Ja, so wie ich es dir gesagt habe. So, in diesem Sinne hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Lass einen Daumen hoch. Wie gesagt, kannst kommentieren, deine Meinung dazu. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Mach's gut, bye bye, ciao, ciao.